William Golding war dabei, seinen Glauben an die Menschheit zu verlieren. An Bord eines britischen Zerstörers im Zweiten Weltkrieg war der Philosophielehrer, der zum Leutnant der Royal Navy wurde, ständig mit den Gräueltaten seiner Mitmenschen konfrontiert. Als er nach England zurückkehrte und sich die Supermächte des Kalten Krieges gegenseitig mit nuklearer Vernichtung drohten, sah er sich gezwungen, die Wurzeln der menschlichen Natur zu hinterfragen. Diese Überlegungen zur Unausweichlichkeit von Gewalt inspirierten ihn zu seinem ersten und berühmtesten Roman, Herr der Fliegen. Nach der Ablehnung durch 21 Verlage wurde der Roman schließlich 1954 veröffentlicht. Der Titel leitet sich von Beelzebub ab, einem Dämon, der mit Stolz und Krieg im Zusammenhang steht. Zwei Themen, die in Goldings Buch eine große Rolle spielen. Der Roman ist eine düstere Satire auf die klassische Inselabenteuergeschichte, einem beliebten Genre, in dem junge Männer an exotischen Orten Schiffbruch erleiden. Die Protagonisten solcher Geschichten kommen in der Natur zurecht und meistern die Gefahren ihrer neuen Umgebung. Das Genre befürwortete zudem die problematische kolonialistische Darstellung vieler britischer Werke dieser Zeit, in denen die Jungen den Ureinwohnern ihre vermeintlich überlegenen britischen Werte beibringen. Goldings Satire geht sogar so weit, dass er explizit den Schauplatz und die Namen der Figuren aus R.M. Ballantynes Coral Island verwendet, einem der beliebtesten Inselabenteuerromane. Doch während Ballantynes Buch den Lesern Freude, Gewinn und grenzenloses Vergnügen versprach, hatte Golding Dunkleres auf Lager. Der Herr der Fliegen beginnt damit, dass die Jungen bereits auf der Insel sind, aber Gesprächsfetzen deuten auf ihre schreckliche Reise hin. Ihr Flugzeug wurde inmitten eines nicht näher bezeichneten Atomkriegs abgeschossen. Die Jungen, die zwischen 6 und 13 Jahre alt sind, kennen sich untereinander nicht, bis auf einen Chor, der in schwarze Uniformen gekleidet ist und von einem Jungen namens Jack angeführt wird. Genau wie in Ballantynes Coral Island scheint die neue Heimat der Jungen ein Paradies zu sein, mit frischem Wasser, Unterschlupf und reichlich Nahrung. Doch schon auf den ersten Seiten des Romans liegt eine makabere Dunkelheit über dieser scheinbar so friedlichen Situation. Die Schatten der Jungen werden mit fledermausartigen Geschöpfen verglichen, während der Chor zunächst als etwas Dunkles, das herangetappt kommt, beschrieben wird. Schon nach wenigen Stunden verbreiten die Jungen furchterregende Gerüchte über ein bösartiges wildes Tier, das im Wald lauert. Nach diesem unheilvollen Anfang von Goldings Erzählung zeigt sich, wie schnell die Zusammenarbeit ohne die Autorität eines Erwachsenen zusammenbricht. Anfangs versuchen die Überlebenden eine gewisse Ordnung herzustellen. Ein Junge namens Ralph bläst in eine Muschelschale, um die Gruppe zu versammeln und Aufgaben zu verteilen. Aber als Jack mit Ralph um die Führung buhlt, spaltet sich die Gruppe und die Jungen geben sich ihren dunklen Trieben hin. Der Kindermob vergisst schnell seine Pläne, bringt die wenigen Vernünftigen zum Schweigen und folgt Jack blindlings an den Rand der Insel und den Rand der Vernunft. Die Universalität der Themen Moral, Anstand und Gesellschaft haben den Roman zu einem Literaturklassiker gemacht, der sowohl die Konventionen seiner Zeit als auch lang gehegte Überzeugungen über die Menschheit persifliert. Während Inselabenteuer oft den Kolonialismus befürworten, stellt der Herr der Fliegen dieses Muster auf den Kopf. Anstatt die Eingeborenen als stereotype Wilde darzustellen, macht Golding aus seinen engelsgleichen britischen Schuljungen wilde Karikaturen. Und während die Jungen ihren Konflikt auf der Insel ausfechten, geht der weitaus zerstörerische Krieg, der sie dorthin gebracht hat, im Hintergrund weiter. Selbst wenn die Jungen vor sich selbst gerettet würden, in was für eine Welt kehren sie dann zurück? Da es nur wenige Hinweise gibt, die die Figuren an einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Zeit binden, wirkt der Roman wahrhaft zeitlos. Eine Untersuchung der menschlichen Natur in ihrer nackten Form. Auch wenn nicht alle Leser Goldings düsterer Sichtweise folgen, ist der Herr der Fliegen beunruhigend genug, um selbst den größten Optimisten zu verunsichern. Wenn du es liebst, immer Neues zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen jede Woche neue Videos zu allen möglichen Themen. Von der Geschichte der Welt aus der Sicht von Katzen bis hin zu Tipps, wie man ein besserer Zuhörer wird. Bleib neugierig, bleib informiert.